Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Review auf WePlayHandball.de. Heute mit dem neuen Schuh von Salming, dem Salming Eagle. Bleibt der Namensgebung treu, immer irgendein gefährliches Raubtier. Ob das hier in dem Fall bei Salming auch gelungen ist, für den Preiseinstieg von 100 € in die Top-Range des schwedischen Schuhherstellers, das schauen wir uns jetzt mal im Detail an. Starten wir kurz mit den optischen Details. Ihr seht schon hier vorne das aufgeprintete Logo von Salming, hier darunter die schwedische Flagge für die Heimat von Salming. Auf der Seite der Schriftzug und hinten drauf ihr Claim No Nonsense. Das rundet das Ganze ab. Lässt aber auch nicht darüber hinwegblicken, dass es doch ein relativ konservativer Look ist, komplett in schwarz gehalten. Sieht zwar edel aus, ist auch recht kommerziell, aber passt sich nicht so ganz in die doch relativ extravagante Farbrange von Salming für die Saison 1920 ein. Der nächste wichtige Punkt ist das Gewicht. Wir sind hier ungefähr bei 352, 353 Gramm, also kein Leichtgewicht, allerdings auch nicht einer der schwereren Schuhe. Das passt ganz gut zu dem Allround-Modell, das ihr hier vor euch habt. Wenn wir uns die Details der Verarbeitung anschauen, dann seht ihr schon hier die Wabenstruktur dieses One-Piece PU-Uppers. Hier ist einiges Gewicht ausgespart, das macht das Ganze schön angenehm tragbar. Darunter ein Mesh-Material, was sich gut und angenehm an euren Fuß legt. Vorne die Zehenkappe, die obligatorische, und wie bei Salming üblich, hier die weit ausgestellte Außenkante für Stabilität in allen diagonalen Querbewegungen. Wenn wir uns die Sohle anschauen, dann entdeckt ihr etwas, was sich bei Salming seit Jahren nicht ändert, aus gutem Grund, weil es sich bewährt hat. Das ist einerseits hier diese Zahlenkombination 62,75, 62% des Schuhs. Der hintere Bereich sind relativ steif, hier bewegt sich relativ wenig. Da sitzt auch die Dämpfung, und dann haben wir hier vorne die restlichen 38% der Sohle, also ab dieser Querfuge hier vorne, sind dann flexibel für die Abrollbewegungen und die schnellen Bewegungen auf dem Vorderfuß. Die 75, das ist genau diese Linie, das wäre 90 Grad, 75 Grad, hat sich als optimale Linie für die Abrollbewegung am Zehenballen herauskristallisiert, und in diese Segmente unterteilt Salming die Sohle schon seit Jahren. Die Gummilegierung ist gut, für einen Allround-Schuh in der Preisklasse auf jeden Fall ausreichend. Hinten im Fersenbereich die neue D30-Dämpfung, eine ordentliche, nicht zu weiche, aber auch nicht zu harte EVA-Dämpfung, auch für den Preispunkt sicherlich gut, natürlich nicht vergleichbar mit den Top-Dämpfungssystemen aus den Top-Schuhen Hawk, Cobra und Viper oder auch aus Konkurrenzmodellen anderer Marken, aber ausreichend für einen Einstieg. Hier eine Hartplastik Verstrebung im Mittelfußbereich, schafft Stabilität in allen Querbewegungen. Ich würde ihn weder als stabil noch als sonderlich flexibel bezeichnen. Das charakterisiert einfach einen guten Allround-Schuh, den wir hier für den Preispunkt 100 € von Salming vor uns haben. Der Salming Eagle, hier in schwarz für Männer und in weiß für Frauen, ist ein klassischer Allround-Schuh. Er lässt sich nicht so richtig einordnen, bleibt so ein bisschen beliebig, aber es ist natürlich auch ein bisschen seine Stärke als Allrounder. Für 100 € auf jeden Fall ein gutes Modell. Für einen normal geschnittenen Fuß, auch in der Länge fällt er relativ normal aus. Position würden wir ihn auch Richtung Rückraum links, Rückraum rechts, ein bisschen Kreisläufer einordnen, aber auch in Rückraummitte kann diesen Schuh auf jeden Fall tragen. Um in die Top-Handballschuhwelt von Salming ein bisschen einzutauchen, ist der Eagle auf jeden Fall ein gutes Modell, um sich ein bisschen an die Produktpalette von Salming zu gewöhnen. Die Sohle ist gut, die Dämpfung ist gut, alles nichts Herausragendes, aber deswegen ja auch ein Allround-Modell zum Preis von 100 € und noch etwas weit weg von 140 € für einen Viper oder 160 € für Cobra und Hawk. Wenn ihr der gleichen Meinung seid, schreibt uns, wenn nicht, gerne auch auf WePlayHandball.de, auf unserer Facebook-Seite und natürlich hier im YouTube-Channel. Bis zum nächsten Mal.